Herzlich willkommen zum Tutorial zu den digitalen Ausgängen. Ich werde Ihnen heute zeigen, wie Sie den variablen Operanten so verwenden können, dass Sie jeden möglichen Parameter in CombiVis in ein Flag einbinden. Diese Darstellung kennen Sie aus den vorigen Tutorials und weil es ja in diesem Dropdown-Menü für die Operanten nicht jeden Parameter in CombiVis gibt, gibt es trotzdem eine Möglichkeit, alle anderen, die eben nicht in diesem Dropdown vorhanden sind, mittels des variablen Operanten zu nutzen. Hierzu gehen wir in den Flag Operand A und scrollen dann ganz nach unten und wählen den variablen Operanten. 2 Stück gibt es insgesamt, also 2 Parameter, die nicht im Dropdown sind, können Sie verwenden. Wir gehen in den DO45 und geben da zuerst die Adresse, also die Quelle an, aus dem der variable Operand gespeist wird. Hier darauf achten, das ist die Hexadresse, die finden Sie in CombiVis, das zeige ich Ihnen gleich, aber wenn wir direkt in CombiVis arbeiten. Dann gehen wir einen Parameter weiter in den DO46 und haben hier nochmal ein Feature, und zwar eine Maske zu bauen. Die Maske hat den Effekt, dass nicht ein ganzer Parameter beobachtet wird, sondern nur einzelne Bits innerhalb des Parameters. Aufpassen, die Maske wird mit dem Hexwert angegeben. Wenn das ein bisschen verwirrend klingt, dann ist das verständlich, aber das zeige ich Ihnen gleich nochmal dann direkt in CombiVis. In DO47 und 48 habe ich dann die Möglichkeit, den Wert des Operanten auszulesen. Das ist jeweils derselbe Wert mit unterschiedlicher Darstellung, einmal ohne Vorzeichen, einmal mit Vorzeichen. Wenn ich den Flag jetzt zu Ende bauen will, dann gebe ich einen Vergleichspegel an. Das ist entsprechend der Dezimalwert der Maske, zeige ich auch gleich nochmal. Und zu guter Letzt, wie wir es kennen, in DO20 bis 27 weise ich dann diesem Flag einen Ausgang zu. Hier habe ich einmal ein Beispiel, das werde ich nicht alles erklären, das können Sie sich kurz anschauen, das jetzt schon mal ein bisschen ein Verständnis dafür entwickeln kann, wie diese Maske gebaut wird, was wir dann gleich in der Praxis machen. So, wir werden jetzt zusammen einen variablen Operanten in CombiVis parametrieren. Dazu habe ich wieder meine Parameterliste. Wenn Sie die nutzen wollen, können Sie die in der Caption finden und dann mit runterladen. Hier oben haben wir wieder unsere 3 Beobachtungsparameter. Einmal den Status der digitalen Eingänge, den Status der digitalen Ausgänge und den RU75 Global State Drive. Der hat folgende Funktion. Wir gehen da mal rein, ich zeige Ihnen das, warum wir das abfragen wollen. Das ist ein Parameter, der nicht einfach so in CombiVis auszuwählen ist, den müssten wir über den variablen Operanten abfragen. Und zwar fehlt jetzt hier STO, Save Talk Off, eine Sicherheitsfunktion und dann gibt hier Bit 2 den Wert aus. Wenn ich jetzt hier, das kann ich über meine Schalterbox machen, gebe ich STO rein. Und wenn ich ihn jetzt öffne, sehen Sie, Bit 2 ist leer. Und wir wollen, wir wollen, dass Output 1 nur ausgibt, wenn die ersten 4 Bits in dem RU75 leer sind. Also wenn es keine Probleme, keine Fehler, keine Sicherheitslags gibt, dann soll Output 1 ausgeben. Dazu gehen wir jetzt in den Flag Operand A, scrollen wieder nach ganz unten und nehmen den variablen Operand 1, bleiben also den Rest der Zeit auch in Subindex 1. Flag Operand B werden wir gleich parametrieren. Und jetzt gehen wir in DO45 und sagen jetzt erstmal, aus welchem Parameter sich der variable Operand speist. Dazu geben wir die Hexadresse des Parameters ein. Die sehen Sie oben, wenn Sie in RU75 gehen, sehen Sie hier die Adresse 2C4B. Also gehe ich hier rein, 4 bei die 0 und dann 2C4B, weil es ein Hexwert ist, ein kleines H dahinter. Damit haben wir jetzt den variablen Operanten gesagt, was seine Quelle ist. Und jetzt können wir nochmal die Maske parametrieren. Hier geben wir jetzt den Hexwert der Bits an, die wir maskieren wollen. Hier ein kleiner Tipp, natürlich kann man sich das jetzt einfach ausrechnen. Wenn Sie sich leichter machen wollen, dann gehen Sie jetzt in den RU75 und sagen, ich will die ersten 4 Bits jetzt maskieren. Ich wähle die hier aus, auch wenn ich hier oben nicht über OK bestätigen kann, weil das ein Read-Only-Parameter ist, sehe ich jetzt hier den Dezimalwert, den diese 4 Bits ausgeben. Und den lasse ich jetzt einfach in einen Hexwert umwandeln. Also wir nehmen die 15 im Hexwert, das ist ein großes F und das ist dann die Maske, die wir hier eingeben. Also wir geben 7 mal die 0 ein, dann ein großes F, kleines h, weil es ein Hexwert ist,
und haben unsere Maske gebaut. Jetzt haben wir die ersten 4 Bits maskiert. Der Rest des Parameters wird jetzt vom Variablen-Operanten ignoriert. Und jetzt können wir auch den Flag-Operand b von der Logik her verstehen. Wir wollen jetzt, dass die ersten 4 Bits alle leer sind, also 0. Deshalb sagen wir jetzt in Flag-Operand b, wir nehmen das Level 2. Hier wichtig, im Variablen-Operanten funktioniert auch tatsächlich nur Level 2. Und geben dann hier den Wert 0 ein, das passt. Und den Operatormodus ist gleich, weil wir wollen, dass die ersten 4 Bits leer sind. Zu guter Letzt gehen wir in den Ausgang und weisen den Flag 1 dem Ausgang 1 zu. STO ist gesetzt, das sehen Sie hier oben, beziehungsweise hier unten sehen Sie jetzt, dass Ausgang 1 schon gesetzt wird, weil die ersten 4 Bits leer sind. Wenn ich jetzt hier auf der Schalterbox den Schalter umlege, geht STO weg und dann sollte auch hier unten Ausgang 1 weggehen. Sie sehen das? Kein Input mehr im digitalen Eingang und damit haben wir das erreicht, was wir erreichen wollten. Wenn Ihnen das Video geholfen hat, dann folgen Sie gerne unserem Kanal, dann verpassen Sie keine weiteren Videos, die noch kommen werden in Bezug auf die digitalen Ausgänge.